Ich stand am Eingang des Festsaals. Das Hemd frisch gebügelt, der Anzug saß etwas enger als früher, aber noch passend. In meiner Brusttasche steckte der Umschlag, die Einladung, die mich zittern ließ, als ich sie vor 3 Wochen öffnete. Mein Name, in goldenen Buchstaben gedruckt, so fein und würdevoll, als hätte man mir einen Orden verliehen. Die Luft roch nach Parfüm, nach Rosensträußen und teurem Champagner. Lachen erfüllte den Raum, Stimmen klangen wie Musik, alles wirkte lebendig. Und doch war da eine Schwere auf meiner Brust, ein leises Flattern in meinem Innern. Ich hatte mich gefreut, wirklich. Ich hatte mir gewünscht, Teil dieses Abends zu sein. Ein kleiner Platz am Rand, das hätte mir gereicht. Doch dann hörte ich die Worte. Dieser Tisch ist für besondere Gäste. Sie sagten es freundlich, beinahe entschuldigend. Als ob ich es verstehen müsste. Und vielleicht tat ich das auch. Vielleicht zu gut. Ich spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog. Ich lächelte, nickte höflich und trat zurück. Die Einladung in meiner Brusttasche fühlte sich plötzlich schwer an. Zu Hause, 1 Stunde später, saß ich allein in meiner Küche. Ich legte den Umschlag auf den Tisch, schaute ihn lange an und riss ihn langsam in 2 Hälften. Nicht aus Wut, sondern aus Erkenntnis. Mein Name ist Friedrich. Ich bin 76 Jahre alt, ehemaliger Deutschlehrer, 3-facher Vater, 7-facher Großvater. Mein Leben war nie laut, nie schillernd, aber es war erfüllt. Von Worten, von Büchern, von stillen Momenten, in denen ich meinen Schülern beibrachte, zwischen den Zeilen zu lesen. Nach dem Tod meiner Frau vor 9 Jahren wurde es still um mich. Die Kinder hatten ihr eigenes Leben, was ich ihnen nie übel nahm. So ist das Leben. Man zieht weiter, man wächst, man entfernt sich. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Welt einen zieht. Ich blieb zurück in dem Haus, das wir gemeinsam gebaut hatten. Jedes Zimmer trägt noch ihre Handschrift. Die Gardinen, die sie mit Sorgfalt ausgesucht hatte. Die alte Kommode im Flur, auf der immer frische Blumen standen. Ich bin kein Mann großer Gesten. Ich schreibe. In Notizbücher, auf lose Blätter, manchmal auf die Rückseite alter Rechnungen. Erinnerungen, Gedanken, Beobachtungen. Vielleicht um nicht vergessen zu werden oder um mich selbst nicht zu verlieren. Als die Einladung zur goldenen Hochzeit meines Bruders kam, war ich überrascht. Wir hatten seit Jahren keinen wirklichen Kontakt. Doch sein Name auf dem Umschlag, meine Adresse in sauberer Handschrift, das rührte etwas in mir. Ich kaufte mir einen neuen Schlips, übte sogar vor dem Spiegel ein Lächeln. Und dann stand ich da, am Eingang des Saals, und wurde gebeten zu gehen. Der Festsaal war in warmes Licht getaucht. Goldene Girlanden schwebten über den Tischen, Kerzen flackerten in kleinen Gläsern. Die Musik spielte leise, elegant, genau wie meine Schwägerin es mochte. Menschen in feiner Kleidung unterhielten sich angeregt, stießen mit Sektgläsern an, lachten, als hätte niemand etwas verloren. Ich stand einen Moment draußen hinter der Glastür und betrachtete alles. Mein Herz schlug schneller, aus Aufregung, ja, aber auch aus Angst. Ich sah meine Nichte, wie sie ihrer kleinen Tochter das Kleid glatt strich, meinen Bruder, wie er den Gästen zulächelte. So viele vertraute Gesichter, so viele Erinnerungen, die plötzlich wie ein Film vor mir abliefen. Mit zittriger Hand zog ich die Einladung aus meiner Jackentasche. Sie war nicht besonders, ein einfacher, cremefarbener Karton mit goldener Schrift, aber sie bedeutete mir etwas. Sie war eine Brücke. So hatte ich es mir eingeredet. Ich trat ein, leise, vorsichtig, fast schüchtern. Kaum hatte ich die Schwelle übertreten, blickten einige auf. Keine Feindseligkeit, aber auch keine echte Freude. Vielleicht Erstaunen, vielleicht Bedauern. Ich ging langsam Richtung Tischreihe, hielt Ausschau nach einem Platz. Und dann kam er, ein junger Mann im Anzug, vermutlich einer der Kellner oder ein Eventhelfer. »Entschuldigen Sie bitte, aber dieser Tisch ist für besondere Gäste reserviert.« Seine Worte trafen mich nicht wegen ihres Inhalts, sondern wegen der Art, wie sie gesprochen wurden. Höflich, ruhig, doch ohne Fragezeichen, ohne Raum für Erklärung. Ich blickte auf die zerrissene Einladung in meiner Hand. Der Riss war unabsichtlich passiert, beim Herausnehmen aus dem Umschlag. Jetzt aber fühlte er sich wie ein Symbol an. Ich nickte nur, drehte mich um und verließ den Raum. Kein Widerspruch, kein Aufsehen. Ich war gekommen, um ein Teil zu sein und ging, weil ich störte. Ich fuhr nicht sofort nach Hause.
Stattdessen spazierte ich durch die Stadt, die Hände tief in den Manteltaschen vergraben, den Blick auf die Kopfsteinpflaster gerichtet. Es war einer dieser Abende, an denen die Kälte nicht nur die Haut streifte, sondern sich langsam in die Seele schlich. In meinem Kopf wiederholte sich der Satz immer wieder: Dieser Tisch ist für besondere Gäste. Was war ich denn? Ein Schatten? Ein Kapitel, das alle lieber vergessen wollten? Ich erinnerte mich an die Zeiten, in denen meine Tür immer offen war. Ich war derjenige, der geholfen hatte, als mein Bruder arbeitslos wurde. Derjenige, der bei der Hochzeit meiner Schwester das Buffet bezahlt hatte, als das Geld knapp war. Derjenige, der meine Nichte vom Kindergarten abholte, als meine Schwägerin krank im Bett lag. Und jetzt? War ich zu viel? Zu alt? Zu gewöhnlich? Ich setzte mich auf eine Bank im Park. Die Straßenlaternen warfen einen gelben Schimmer auf das nasse Pflaster. In meinem Schoß hielt ich immer noch die zerrissene Einladung. Ich konnte sie einfach nicht loslassen. Vielleicht, weil sie mehr war als Papier. Sie war ein Versprechen, eine Hoffnung. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß. Die Stimmen der Passanten wurden leiser. Das Treiben der Stadt ebbte ab. Und inmitten der Stille kam die Erinnerung: mein letzter Geburtstag. Niemand war gekommen. Ein paar Nachrichten auf dem Handy, ja, doch keine Umarmung, kein gemeinsames Stück Kuchen, kein Blick, der sagte: Du bist wichtig. Ich hatte damals einen kleinen Kuchen gebacken, mit Schokoladenglasur, wie ich ihn als Kind geliebt hatte. Ich setzte mich an den Tisch, allein, blies die Kerze aus, allein, und dann wünschte ich mir, dass es sich wieder ändern würde, dass ich nicht vergessen bleiben würde. Aber es hatte sich nichts geändert. Und heute hatte ich es schwarz auf weiß bekommen. Oder besser gesagt zerrissen auf cremefarbenem Karton. Ich fühlte Tränen in meinen Augen, doch nicht die Art von Tränen, die nach Erlösung rufen. Es waren stille Tränen. Die niemand sieht, weil man gelernt hat, sie wegzublinzeln. Tränen aus einer Mischung aus Enttäuschung, Müdigkeit und dem tiefen Wunsch, doch noch irgendwo dazuzugehören. Ich blickte auf die Uhr. Es war spät. Der Saal war wahrscheinlich längst voller Gelächter, Musik und Toasts. Ohne mich, ohne mein Lächeln, ohne meine Geschichten. Und zum ersten Mal fragte ich mich: Vielleicht bin ich wirklich nicht mehr Teil davon. Vielleicht habe ich mich verändert. Oder sie. Oder wir alle. Zu Hause angekommen war es still. Keine Stimmen, kein Lachen, nicht einmal das Ticken einer Uhr. Nur mein eigener Atem füllte den Raum. Ich hängte meinen Mantel an den Haken, als wäre alles wie immer. Aber nichts war wie immer. Die Einladung, zerrissen, zerknittert, legte ich nicht auf den Tisch. Ich nahm sie mit in mein Schlafzimmer, setzte mich aufs Bett und betrachtete sie lange. Dieser Tisch ist für besondere Gäste. Je öfter ich diesen Satz hörte, desto tiefer schnitt er in mein Herz. Es war nicht nur ein Ausschluss von einem Fest, es war ein Ausschluss von der Zugehörigkeit, von der Familie, von meinem Platz. Ich fühlte mich, als hätte man mir die Stimme genommen, als würde ich durchsichtig werden. Und schlimmer noch, als hätte ich es vielleicht verdient. War ich zu leise geworden? Zu alt? Zu wenig nützlich? Die Jahre hatten ihre Spuren hinterlassen, nicht nur im Gesicht, sondern auch in den Beziehungen. Früher war ich gefragt, ich wurde gebraucht. Heute wurde ich gebeten zu warten oder zu gehen. Ich legte mich hin, zog die Decke über mich, obwohl ich nicht müde war. Nur erschöpft. Von der Hoffnung, die immer wieder enttäuscht wurde. Von der Liebe, die zu leise geworden war. Vom Wunsch, gesehen zu werden. Und der ständigen Unsicherheit, ob es überhaupt jemand noch wollte. Tränen rollten über meine Schläfen, lautlos. Es war nicht das erste Mal. Aber diesmal war es anders. Diesmal hatte ich das Gefühl, dass etwas in mir zerbrochen war. Etwas, das ich lange versucht hatte zusammenzuhalten. Und in dieser Stille, in diesem Dunkel, dachte ich zum ersten Mal: Vielleicht sollte ich aufhören zu kämpfen. Vielleicht ist mein Platz nicht mehr an ihrem Tisch. Vielleicht war er es nie. Am nächsten Morgen war das Licht anders. Nicht heller, aber klarer. Ich stand auf, nicht weil ich musste, sondern weil ich es mir selbst schuldig war. Ich zog meinen besten Anzug an, kämmte meine Haare sorgfältig zurück und legte mir meine alte Uhr um, die mein Vater mir einst geschenkt hatte. Dann ging ich in die Küche, kochte mir einen Kaffee und setzte mich an den kleinen Tisch am Fenster. Draußen blühten die ersten Tulpen. Ich beobachtete sie lange.
Ihre Köpfe ragten dem Himmel entgegen, als wüssten sie nicht, dass der Winter sie fast das Leben gekostet hätte. Sie standen da zerbrechlich und doch lebendig. Und ich dachte, vielleicht kann ich das auch. Vielleicht war mein Wert nicht davon abhängig, ob ich an einem Tisch sitzen durfte. Vielleicht musste ich mir einen neuen Tisch bauen, nicht aus Holz, sondern aus Erinnerungen, Güte und allem, was ich noch zu geben hatte. Ich holte alte Fotoalben hervor, Pinsel und Farben, die ich Jahre nicht benutzt hatte. Ich begann zu malen, nicht weil es jemand sehen sollte, sondern weil ich mich wiedersehen wollte. Jeden Tag entstand ein Bild, mal waren es Landschaften, mal Gesichter, oft verschwommen. Doch sie trugen meine Handschrift, sie waren meine Antwort auf das Schweigen. Und als ich eines Abends das letzte Bild vollendete, ein gedeckter Tisch, leer, aber liebevoll, da wusste ich kann warten, aber ich werde nicht mehr betteln. Wer an meinem Tisch Platz nehmen will, der ist willkommen, aber ich werde niemanden mehr darum bitten. Ein paar Wochen später klopfte es an meiner Tür, zögerlich, fast schüchtern. Ich öffnete und da stand sie, meine Enkelin, mit zitternden Händen und gesenktem Blick. »Opa, ich hab dein Bild gesehen. Im Schaufenster vom Gemeindehaus, der gedeckte Tisch, war das für uns?« Ich konnte nichts sagen. Meine Kehle war trocken, meine Augen voller Worte, die nie ausgesprochen wurden. Ich nickte nur leicht. Sie trat ein, sah sich um. Auf meinem Tisch stand eine Teekanne, 2 Tassen. Ohne zu fragen, setzte sie sich. »Ich wusste nicht, wie sehr wir dich verletzt haben«, flüsterte sie. Niemand hat es gesagt, aber jeder hat es gespürt. Ich setzte mich ihr gegenüber. Keine Vorwürfe, nur Stille und eine Tasse Tee, die langsam zwischen uns dampfte, wie ein Zeichen des Friedens. »Darf ich das Bild behalten?« fragte sie. Ich reichte es ihr, wortlos. Doch innerlich spürte ich, das war mehr als ein Bild. Es war eine Brücke. Und sie war den ersten Schritt gegangen. Ich habe gelernt, dass man manchmal gehen muss, damit die anderen lernen, wie leer ein Raum ohne einen ist. Nicht aus Stolz, nicht aus Trotz, sondern weil das Herz auch Grenzen kennt. Der zerrissene Umschlag, den ich damals mit nach Hause nahm, liegt noch in meiner Schublade. Nicht, weil ich ihn nicht vergessen kann, sondern weil er mich erinnert an das, was war und an das, was daraus wurde. Manche Einladungen müssen nicht geschrieben sein, um ehrlich zu sein, und manche Worte, die verletzen, sind nur der Schrei eines Herzens, das selbst nicht weiß, wie es lieben soll. Heute, wenn ich an diesem Tisch sitze, ist er nicht mehr leer. Nicht, weil immer jemand da ist, sondern weil ich gelernt habe, ihn mit Erinnerungen zu füllen, mit Geschichten, mit der Würde, die mir niemand nehmen kann. Denn auch wenn sie sagten, dieser Tisch ist für besondere Gäste, so habe ich erkannt, ich war von Anfang an einer davon. Danke fürs Zuschauen.